Hey Andy, sag mal, willst du dich nicht in deine Stars- oder BSAA-Klamotte schmeißen? Ich meine, so als unerfahrener Teenager wirst du doch die Zombie-Apokalypse niemals überleben. Nee, alles gut. Ich brauche das nicht. Okay, Boomer? Hä? Ach, komm schon. Hier, zieh dir doch wenigstens eine RPD-Weste über. Die liegt da drüben. Kannst du wenigstens noch als Rookie mit ein bisschen Training durchgehen. Ach, Blödsinn. Ich habe meine Latte hier. Mit der werde ich Mr. X so richtig ordentlich aufs Fressbrett geben. Also lass mal drüber reden. Resident Evil Resistance ist da und wird als vollwertiger Multiplayer kostenlos beim Kauf des Resident Evil 3 Remakes mit oben drauf gepackt. Prinzipiell ja eine gute Geschichte, aber ob Resistance eine Zukunft hat und was Dead by Daylight damit zu tun hat, darüber reden wir jetzt. Doch bevor wir starten, vergesst nicht am Ende des Videos ein Like dazulassen und den Abo-Button zu drücken, wenn es euch gefallen hat. Mich findet ihr unter TheJediBird85 auf Instagram und natürlich auch unseren offiziellen Games.de Kanal. Okay, Andy. Resident Evil Resistance ist ja ein asymmetrischer Multiplayer. Heißt, eine Gruppe von, in diesem Fall 4 Spielern, stellen sich gegen einen mächtigen Mastermind, der auch von einem echten Menschen gesteuert wird. Du bist ja ein sehr großer Fan dieses Genres. Was ist jetzt deine Einschätzung zu Resistance? Ja, bevor ich zu den bewertenden Aussagen komme, lass mich ganz kurz mal erklären, wie sich Resistance überhaupt spielt, damit unsere Zuschauer auch einen Überblick haben. Wie du schon sagst, es ist ein 4 gegen 1 Spiel, also 4 Jugendliche spawnen auf einer Map und müssen sich durch insgesamt 3 Areale kämpfen. Der Ablauf ist dabei aber immer gleich. Im ersten Areal muss man 3 Puzzlestücke finden und einsetzen, damit sich die Tür zum nächsten Level öffnet. In Areal 2 gibt es dann einen sogenannten Sicherheitszombie, den man töten muss, um mit seiner Sicherheitskarte 3 Terminals zu aktivieren, die dann erneut den Weg zum nächsten Abschnitt freimachen. Und dann haben wir Areal 3. Dort müssen die Survivor 3 Biohazard-Gefäße zerstören, um den Mechanismus für die letzte Türe in die Freiheit zu aktivieren. Alle Überlebenden haben dabei individualisierte Fähigkeiten, die sie einsetzen müssen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Zum Beispiel sich zu heilen oder eine Überwachungskamera zu hacken. Okay, und was hat das Mastermind für Tricks zur Verfügung? Der muss ja auch irgendwie angreifen können, oder? Ja, in den Arealen, da sind überall Kameras verteilt, die das Mastermind kontrollieren und auch platzieren kann. Man hat dann verschiedene Monster- und Ereigniskarten und kann Zombies, Hunde, Licker, aber auch Mr. X, Birkin und andere BOW den Überlebenden in den Weg stellen und die Monster sogar selbst steuern. Das sieht man dann an den rot leuchtenden Augen, also wenn die so leuchten, dann wird der Zombie oder Gegner vom Mastermind direkt gesteuert und gleiches gilt auch für die Kameras. Wenn ihr dort oben ein rotes Licht seht, dann schaut da jemand durch. Der Mastermind kann aber auch Geschütze von den Kameras aus bedienen oder Schnapp- und Sprengfallen legen. Okay, das klingt ja jetzt erstmal recht schlüssig. Gibt es denn noch weitere Dinge, auf die man achten sollte? Ja, nicht nur sollte, man muss darauf sehr achten, um nicht massive Nachteile als Überlebender zu bekommen. Bei gepanzerten Zombies zum Beispiel sollte man auf die freien Schwachstellen achten. Die großen Gegner wie Mr. X können One-Hit-Attacken ausführen, die nach kurzer Zeit zum sofortigen Tod führen, wenn die Mitstreiter nicht eingreifen. Sogenannte Supply-Zombies sollte man sofort ausschalten, da sonst dem Mastermind noch stärkere Karten gegeben werden. Da das Ganze unter Zeitdruck passiert, muss man sich unglaublich beeilen. Wir haben es im Team gespielt und hatten Momente mit einem fremden Mitspieler, der einfach durch die Gegend geschlendert ist und nicht hingemacht hat. Und ja, die Zeit, die man in einem Areal gewinnt, die wird dann quasi auf das nächste übertragen. Und wenn man dann 1 Minute durch die Gegend pimmelt, ist das halt sehr, sehr frustrierend für den Rest des Teams. Und ja, das ist allgemein ein größeres Problem des Spiels. Also wenn man sich im Teamspeak absprechen kann, dann funktioniert das besser, meinst du? Aber wenn man auf fremde Spieler dann angewiesen ist, dann hat man irgendwie die Arschkarte, oder? Genau, also so kann man das eigentlich ziemlich gut formulieren. Asymmetrische Spiele sind ja von Haus aus unbalanced, weil der Gegner stärker ist. Doch in Resistance gibt es leider sehr schnell so ungünstige Situationen. Das fängt schon beim Kampfsystem an. Wenn man von einem Mastermind kontrollierten Zombie angegriffen wird, dann hat man eigentlich keine Möglichkeit, sich dagegen großartig zu wehren. Und
Wenn gerade alle anderen Mitspieler ein bisschen weiter wegstehen, dann können die auch nicht eingreifen und helfen. Auch wenn an Chokes, also an engeren Passagen, zu viele Gegner aufgestellt werden, ist es unglaublich schwierig, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Und wenn auch nur einer im Team nicht gut spielt, dann ist die gesamte Gruppe sehr, sehr schnell verloren. In Dead by Daylight ist Teamplay zum Beispiel auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Aber da hat man zumindest am Ende noch die Chance, durch Geschicklichkeit und auch ein bisschen Glück die Falltüre zu finden und kann so noch einen Einzelsieg erringen, obwohl die anderen es vielleicht an die Wand gefahren haben. Und bei Resistance geht das dann leider nicht. Wenn einer oder zwei Leute aus dem Team Bockmist bauen, dann werden sehr, sehr schnell alle bestraft und das war's dann. Ja, das fühlt sich in den meisten Fällen dann halt sehr frustrierend an. Also rätst du generell eher davon ab, Resistance zu spielen, oder hat es da auch was Gutes? Nein, also im Team mit mindestens 3 Personen kann man durchaus Spaß haben und mal ehrlich, es ist gratis bei Resident Evil 3 Remake mit dabei. Ich denke, mit ein paar Freunden, die auch ein bisschen Skill mitbringen, kann man durchaus eine gute Zeit mit dem Spiel haben. Aber ich sehe aufgrund der Probleme leider keine positive Zukunftsprognose, also in den nächsten, sagen wir mal, 2-3 Jahren. Denn der Hype wird auch irgendwann nachlassen und dann spielen es halt nicht mehr alle und man steht unter Umständen alleine in einem Team mit Leuten, die man gerne gegen die Wand klatschen würde, weil sie einfach nur scheiße spielen. Das Spiel bietet zwar dann die Möglichkeit, sich abzusprechen, aber ganz ehrlich, wir kennen es ja aus Teamspeak, gerade bei öffentlichen Teamspeak-Geschichten. Da wird dann 5-mal die Mutter beleidigt und die Leute disconnecten oder trollen einfach nur rum. Ich kann nur empfehlen, spielt jetzt Resistance, wenn ihr euch Resident Evil 3 Remake holt. Spielt es mit euren Freunden und versucht das Bestmögliche für euch aus dem Spiel rauszuziehen. Denn die Ansätze machen wirklich Spaß. Man müsste nur die massive Abhängigkeit auflockern und das Mastermind ein wenig nerven. Dann würde die Welt auch schon ganz anders aussehen. Jetzt hast du im Intro ja schon eine Anspielung auf die Protagonisten gemacht. Sind die denn wenigstens cool oder sagst du eher, nicht so mein Fall? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man Teenager wählen konnte. Also, es hat einen Grund, wieso Jugendliche in Horrorfilmen ständig sterben. Kein Erwachsener und nicht mal Jugendliche selbst können pubertierende Jugendliche leiden. Darum sind sie auch ständig die Opfer. Die stehen für Leichtsinn, Sünde, Hochmut. Jetzt kommt noch hinzu, dass sie gegen Umbrellas BOW bestehen sollen. Und ganz ehrlich, was sind denn das für bioorganische Waffen, die gegen nicht kampferfahrene Teenager antreten und dann womöglich auch noch aufs Fressbrett kriegen? Man hätte einfach, keine Ahnung, man hätte 2 Teams aufstellen sollen, keine Ahnung, BSAA und Stars. Gerne auch alte und nicht so bekannte wie Forrest Speyer zum Beispiel oder genau das gesamte Bravo-Team. Das wäre so cool gewesen und zumindest auch noch glaubwürdig. Aber College-Studenten? Ich meine, vielleicht sehe ich das auch nur alleine so, aber ich meine, einer davon heißt Martin Sandwich. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Immerhin nicht Jill Sandwich. Ja, das ist es ja genau. Das ist die Anspielung. Du hast die Anspielung verstanden. Das war so ein intelligenter Joke. Da mit Sandwich. Ja, Martin. Das stimmt. Das ist schon ein wenig albern. Aber wenn der Rest stimmen würde, dann könnte man da sicher noch drüber hinwegsehen. Aber so, das verstehe ich auch irgendwie nicht. Das stimmt schon, ja. Ja, das klingt jetzt auch alles sehr hart und ich finde, es sollte sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Gebt dem Spiel ruhig eine Chance, sucht euch 3 Mitstreiter und geht mit einer gesenkten Erwartungshaltung an das Spiel ran. Dann lassen sich da auch ganz leicht 20, 30 Stunden oder mehr versenken. Um auch mal positive Dinge hervorzuheben, die Maps sind sehr cool designt. Die Gegner kennt man ja, also auch ziemlich cool. Als Mastermind zu spielen kann sehr viel Spaß machen. Das würde ich ohne Teammitglieder sogar bevorzugen, denn da gibt es neben dem neuen Gesicht Daniel Fabron, glaube ich, heißt er. Der sieht so ein bisschen aus wie Master Miller aus Metal Gear Solid. Jedenfalls gibt es da noch Annette Birkin aus Resident Evil 2, Alex Wesker aus Revelations 2 und am coolsten Oswald Spencer, einen der Gründer von Umbrella und Namensgeber des aus Teil 1 bekannten Spencer Mansions. Okay, ja, dann haben wir schon ein ausführliches Fazit von dir.
Wir können ja heute Abend mal eine Runde Resistance versuchen und vielleicht macht es mir ja sogar auch Spaß. Wobei, du hast auch 7 bis 8 Stunden in Umbrella Corps verbracht und bist damit schon eher ein hartgesottenerer Fan als ich. Aber naja, was gibt es denn noch, was du unseren Zuschauern vielleicht so abschließend mit auf den Weg geben möchtest? Berichtet uns doch in den Kommentaren von euren Erfahrungen mit Resistance. Unser Review zu Resident Evil 3 Remake findet ihr auch auf dem Kanal und es wird gleich in der Endcard verlinkt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten findet ihr in der Beschreibung Links zu Resident Evil 3 und 2 Remake. Die Links sind trackbar, das heißt MediaMarkt sieht, wenn ihr euch das Spiel über uns kauft. Und so könnt ihr den Kanal auch ein bisschen unterstützen, damit wir weiter coole Videos für euch machen können. Wenn ihr es schon habt, alles kein Problem. Ihr könnt es ja ein bisschen auf dem Schirm haben, dass wir da immer Links reinstellen. Und wenn mal wieder ein Spiel kommt, was ihr kaufen möchtet, schaut einfach in die Beschreibung. Nächste Woche kommt dann unser Resident Evil 3 Remake vs. Original Gegenüberstellungsvideo. Freut euch darauf. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Habt Spaß an, was auch immer ihr zockt. Und wir sehen uns im nächsten Video. So, Andy. Okay, Boomer, sagst du. Du wirst schon überleben, sagst du. Wenn du so aufmerksam wärst, wie du tust, dann wäre dir eine Sache nicht entgangen. Was denn, Boomer? Dass ich das Mastermind bin.